Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute möchte ich nochmal das Thema von gestern aufgreifen, was ja dann doch noch relativ groß die Runde gemacht hat, ja, gerade auch auf meinem Instagram-Account. Und zwar handelte es sich um die Leaks, die ich dort gepostet habe. Ja, ich mache extra so Leaks, weil ich darauf gleich noch zu sprechen kommen werde. Und ja, was ist passiert? Also, um es kurz zu fassen, es gab wieder schlaue Brains, sag ich mal, da draußen, die in den Steam- und App-Files jetzt schon ganz viele Bilder gefunden haben über kommende Updates. Ja, so viel kann man sagen. Und diese Bilder wurden mir auch zugesandt. Ne? Das stimmt auch soweit. Und ja. Ich hatte mir aber schon so eine kleine Vorahnung, hatte ich schon gehabt, wo ich eigentlich zu diesem Thema nichts sagen wollte. Ich weiß aber, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die über dieses Thema berichten werden. Und deswegen wollte ich zumindest einen Tag später darüber berichten, falls es eh schon überall in aller Munde ist. So, ne? Weil ich nicht unbedingt der Vorreiter dafür sein wollte, irgendwelche Sachen aufzudecken, die eigentlich noch gar nicht draußen sein sollten. Da hatte ich auch einen ganz guten Riecher gehabt. Trotzdem musste ich auch Sachen entfernen, aber ja, unterm Strich ist es alles nicht ist es halb so wild. Ne? Aber da kommen wir wieder auf ein wichtiges Thema dann nachher zu sprechen, und zwar die Update-Politik bzw. die ja, Marketingpolitik in Bezug auf neue Updates von Shakes and Fidget. Ja, und da muss man halt so ein bisschen dann schauen. Ich werde euch gleich zeigen, was ich meine. Es kam dazu, dass ja, ein paar Content Creator ihre Videos von YouTube in Bezug auf diese Updates wieder runternehmen mussten. Das musste ich nicht. Ja, weil mir das schon irgendwie so ein bisschen bewusst war, dass ich da nicht irgendwas vorwegnehmen möchte, wenn es noch nicht so krass bekannt ist. Ne? Meistens bekommt ihr ja die Information von mir schon früher, wenn irgendwelche Sachen geleakt worden sind, ja, und die sind dann schon überall rumgegangen. So, dann habe ich diese Themen auch aufgenommen in meinen Videos, habe die euch vorgestellt und habe die damit weitergetragen sozusagen. Ne? Aber wenn sie eh schon überall sind, warum sollte ich euch denn darüber nicht informieren? Das wäre aus meiner Wahrnehmung halt eben Vorbehalt von Informationen, wenn sie eh schon überall draußen sind. Ja? Bei diesem Thema war es ein bisschen anders. Die kamen erst vor ein paar Tagen oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube vor 2 Tagen oder so kam man auf diese Files und die wurden dann nur im kleinen Kreis rumgeschickt. Das heißt, es ist noch nicht wirklich... Ja, es hatte noch nicht großartige Ausmaße angenommen, was da alles geleakt worden ist. Deswegen wollte ich mich dahingehend auch nur ein bisschen bedeckt halten. Und das war auch ganz richtig so. Denn wie gesagt, mein Video ist von gestern noch online, weil es halt auch nichts zu sehen gab. Von anderen Creatoren, die dieses komplette Update geleakt haben, mit allen Inhalten, mit allen Bildern, alles was dazu gehört, deren Videos sind wieder offline. Ja, ich hatte gestern auf meinem Instagram-Account Bilder gepostet gehabt von den Updates. Aber, mit einem ganz großen Aber, ich habe es versucht, schlauer zu machen. Ja, ich wollte so ein bisschen, ja, ich wollte das so ein bisschen ankündigen, wie ich mir persönlich Updates in Zukunft vorstelle, wie sie angekündigt werden könnten. Ich wollte euch darüber informieren, dass es neue Updates gibt, ohne zu verraten, was der Inhalt dieser Updates ist. Ne? Also quasi ein bisschen anhypen, ein bisschen Hunger auf mehr machen sozusagen. Ja? Das ist der ganz große Unterschied. Aber ich musste meine Stories von gestern auch wieder löschen. Ne? Ja, wir können mal kurz zurückgehen. Hier hatte ich mich zu geäußert gehabt, ja, dass ich gebeten worden bin, die Leak-Bilder wieder offline zu nehmen. Daraufhin habe ich dann geschrieben, ob ihr euch dadurch gespoilert gefühlt habt, ne? Und ob man irgendwas vorweggenommen hat. Und ich werde euch auch mal gleich ein Beispiel zeigen, wie ich
mit diesen Leaks umgegangen bin. Also ich habe auch die Leaks gehabt, ja. Ich habe aber nicht die Bilder gepostet, so wie es die anderen gepostet haben, um halt eben nicht zu spoilern. Ne? Dann hatte ich mich hier geäußert zu und dann hatte ich halt eben noch eine kleine Umfrage gemacht, ob die Bilder als Teaser so auf kommende Updates gut oder schlecht waren. Kann ich jetzt hier irgendwie draufklicken? Ne, da muss ich euch dann irgendwie noch eine Grafik einblenden. Auf jeden Fall waren diese Bewertungen, ich sag mal so 90% fanden sie gut und 10% fanden sie schlecht. Also doch schon relativ eindeutig. Und fandest du die Bilder zu hart als Spoiler oder war in Ordnung? Ne? Da war es, glaube ich, sogar noch weniger. Da waren es irgendwie, 8% bei hart gespoilert und der Rest sagt, nö, war in Ordnung so. Ne? Dann habe ich auch nochmal auf ein riesiges Kernproblem hingewiesen von Playa, weil die Bilder sind ja eh schon im Umlauf. Die kennen eh schon Leute, die sind schon umherkursiert im Internet. Ne? Und was einmal im Internet ist, kriegt man auch nicht mehr wieder raus. So, das heißt, die Bilder sind für alle Leute so schon verfügbar und jeder kann sie jederzeit rausfinden. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Bilder an die Öffentlichkeit kommen. Das war in der Vergangenheit schon immer so gewesen. Deswegen habe ich gesagt, am Ende des Tages liegt es nicht an der Community, dass Dinge gespoilert werden und Dinge geleakt werden, sondern halt eben daran, dass Playa ihre Files nicht ausreichend schützt vor anderen, ne, dass man in Bezug auf kommende Updates schon rausfinden kann anhand der Daten über App oder Steam oder was weiß ich wo, keine Ahnung, ich bin auch kein Nerd, was das angeht. Und damit halt eben schon sich selbst quasi ins Bein schießt. Ne? Also da habe ich geschrieben an Playa, daraufhin, dass sie gesagt haben, ich sollte die Bilder wieder offline nehmen. Ich zeige euch noch gleich ungefähr, wie es aussieht, wie ich das gemeint hatte mit den Bildern. Ja, dass das halt eben auch deren Verschulden irgendwo ist. Ne? Genau. Und ich wollte es halt eben anders machen. Ich wollte es cool machen, auf eine coole Art und Weise. So, ne? Ich hatte hier auch noch geschrieben gehabt dazu. Ne? Genau, und bevor wir jetzt hier weitermachen, ich zeige euch das Ganze mal so beispielhaft, wie ich das so ungefähr meine. Also, ich habe gestern in meiner Story, für die Leute, die es gesehen haben, die haben ja gewotet, für die, die es verpasst haben, ja, tut's mir leid, aber ihr konntet eh nicht viel sehen, weil ich, wie in dem Post eben geschrieben habe, ich habe die Bilder aufs Kleinste herangezoomt, ohne einen großartigen Inhalt zu zeigen, aber Spekulationsraum zu schaffen, um sich halt eben über Updates zu unterhalten, was könnte das sein, womit könnte das zusammenhängen. Ne? Ich habe in keinerlei Art und Weise irgendwas über das kommende Update erwähnt und ich zeige euch mal anhand von einem Beispiel, wie ich das ungefähr gemacht habe. Also, ich habe in meiner Instagram-Story, ich glaube, 4 oder 5 Bilder gepostet, die ungefähr diesen Inhalt haben. Ja, das ist ja zum Beispiel ein Buch, wo drauf steht A. So. Hätte auch B drauf stehen können. Ne? Keine Ahnung. 4 oder 5 solcher Bilder habe ich in meiner Story gepostet und habe dann da immer noch zu meinen Senf zugegeben. Irgendwelche Smileys wie mit so oder ne, was könnte das sein oder ne, hier mal Urlaub machen oder ne, wessen das und das könnte das sein. Ne? Um halt eben, dieses Bild, sind wir ehrlich, dieses Bild ist absolut nichtssagend und spoilert keine Inhalte. Also ist es aus meiner Wahrnehmung eigentlich ein cooler Inhalt, um die Leute ein bisschen anzufüttern, heiß zu machen, um halt eben ein bisschen zu hypen, Vorfreude zu wecken, Spekulationsraum zu erschaffen. Das ist meine Art und Weise, wie ich mir vorstelle, wie man das in Zukunft halt machen könnte. Ne? Und das Ding ist aber, von diesem kleinen Fitzel, den ich in meine Story gepackt habe, ne, dieses kleine Fitzelbild, ja, davon gibt es das Komplettbild schon überall im Internet. Ne? Die Komplettbilder, ich habe einen ganzen Ordner voll von den Komplettbildern. Ich habe sie aber mit Absicht nicht in meine Story gepostet, weil das low wäre, weil ich euch dann halt einfach alles verraten hätte. Ne? Ich hätte euch informiert, wenn das rumgegangen wäre wie ein Lauffeuer und schon jeder weiß. Ist es aber nicht, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ja, deswegen wollte ich diese Karte spielen. So, und zum Beispiel, wie gesagt, ich habe das in meine Story gepostet, aber das Komplettbild sieht halt vielleicht so aus. Ne? So, das ist das Komplettbild, was ich bekommen habe, jetzt als Beispiel, ne? Ist es jetzt nicht. Ne? Also nicht wundern, das ist jetzt ein Bild von Shakes and Fidget Adventure. Das Point-and-Click, was leider nicht erschienen ist von Shakes and Fidget, immer noch sehr traurig bis heute. Ne? Aber das ist das Gesamtbild, was ich bekommen habe.
und von diesem Gesamtbild habe ich mir eine kleine Stelle rausgesucht, ne, 4 bis 5 Mal so ungefähr, wo ich dachte, yo, die ist cool, die kann man zeigen, das verrät gar nichts, aber die Leute finden es vielleicht halt ganz geil, so, ne? Und wie man sieht, hier ist dieses Buch und das ist halt eben das Gesamtbild dazu, ne? Würde halt jetzt eben schon was spoilern irgendwo, aber halt eben nicht dieser kleine Einzelgegenstand. Und wie gesagt, so hatte ich ungefähr die Bilder angeordnet in meiner Story für die Leute, die es halt eben nicht mitgekriegt haben. So, ne, hier hatte ich das Ganze dann auch nochmal geschrieben gehabt. Die ganzen Bilder wollte ich euch aber noch nicht zeigen, da sie nur im kleinen Kreis rumgingen. Ne? Wenn die Leaks, wenn es schon die ganze Welt kennt, zeige ich Leaks auch weiterhin auf YouTube, da sie sowieso schon jeder gesehen hat. Ne? Aber, da muss ich auch nochmal ein ganz großes Aber, wenn ich weiterhin exklusive Infos von Playa selbst bekomme, ja, dann bleiben die natürlich auch selbstverständlich geheim. Das ist ganz selbstverständlich. Ne? Wenn ich direkte Infos von Playa bekomme, das ist was ganz anderes, weil das kann niemand leaken, außer mir. Das ist in meiner Verantwortung. Aber das Ding liegt nicht in meiner Verantwortung. Das Ding fand jetzt die Community raus und deswegen, bin ich dann halt quasi nur der Informationsübermittler. Ne? Klar ist es natürlich auch schlecht, sag ich mal irgendwo, wenn die Creator Sachen zeigen, die noch nicht draußen sind, ne? Keine Ahnung warum, aber ich war Informations- bzw. News-YouTuber von Shakes & Fidget und bin es auch weiterhin für euch, ne? Wenn es halt eben schon irgendwo announced ist und nicht mehr rückgängig zu machen ist. So, da habe ich mir einen Haffel gezündet, da war ich beim Sport. Genau, und dann wurde darauf dann genau nochmal auf dieses Thema eingegangen, dass halt eben diese Update-Politik unterschieden werden sollte. Wer das möchte, kann sich das gerne durchlesen, ne? Zwischen Leaks, die alles spoilern und hier, wie geschrieben, tolerierbaren Leaks, wie man halt eben das anhand vom Beispiel dieses Bild gesehen hatte. So, ne? Ich hatte schon ganz oft darauf hingewiesen gehabt, dass man die Sachen, die rauskommen, in Zukunft viel geiler verpacken könnte. So, ne? Dass man irgendwelche Spiele mit der Community macht, man muss irgendwelche Sachen finden, man muss Kleinigkeiten bei dem und den suchen oder man hat, keine Ahnung, da ein verstecktes Bild, da einen kleinen Hinweis auf ein kommendes Update oder halt, wie gesagt, eben diese kleinen Bilder, die halt nichts aussagen sind, aber halt eben doch schon suggerieren, dass da was kommt auf uns. Ne? Und bei den Umfragen kam halt auch eben heraus, dass mir halt auch eben 90% der Leute, was das angeht, zugestimmt haben. Die fanden die Leak-Fotos geil, haben sich nicht gespoilert gefühlt und haben halt eben auch würden das halt auch eben als Teaser auf kommende Updates halt eben auch ganz geil finden. So, ne? Und deswegen wollte ich da nochmal mit diesem Video darauf hinweisen, dass in Zukunft, wenn die Updates nicht mehr gespoilert werden sollten oder die irgendein Programm dafür finden, dass man diese Sachen auch schützen kann, auch wenn sie schon ins Spiel irgendwo integriert werden, ne? Das ist der Punkt Nummer 1, das ist wirklich Punkt Nummer 1, das sollten sie als erstes machen, ansonsten passiert das immer wieder. Es wird immer wieder passieren. Es war in der Vergangenheit so und es wird in der Zukunft so sein, wenn sie da nicht was gegen machen. Ne? Und das muss der Punkt muss erstmal erfüllt sein. So. Und wenn das ist, dann können die so nur noch selbst Sachen leaken irgendwie. Und bewusst leaken ist deutlich geiler als unbewusst leaken, beziehungsweise so, wie es jetzt halt eben passiert ist. Weil dann weiß jeder schon immer alles. Und das ist halt wack. Ja? Viel cooler wäre es, wenn man die Leute anfüttert, wenn man denen ein paar Hinweise gibt, so ein paar kleine Sachen irgendwie hinschmeißt und sagen kann, yo, ey, das könnte das und das sein. Die Leute denken nach, könnten darüber spekulieren, was da halt eben auf einen zukommt und so. Sind gehypt, sind voller Vorfreude. Ne? Ich weiß, man soll immer überall die Erwartung immer niedrig halten, aber es ist doch viel geiler, wenn man sich dann schon, ne, Vorfreude ist auch die beste Freude, wenn man sich irgendwo darauf freut. Ne? Und ja, das sind die Sachen, die gestern vorgefallen sind. Wie gesagt, ich fand es halt schade, dass ich die Sachen wieder runternehmen musste, auch wenn sie komplett nichts aussagend waren. Ne? Ich denke mal, meine Storys wird sich auch irgendwo jemand abfotografiert haben und kursieren auch im Internet rum. Vielleicht sieht man die dann auch noch irgendwo rumgeistern, so wie die anderen Sachen überall. Ne? Aber das ist halt eben der Stand der Dinge. Ich habe keine großartigen Inhalte gezeigt zu den Sachen und fand das Anfüttern von Sachen, ne, anhand des Beispielbildes habt ihr ungefähr gesehen, in welche Richtung es ging. Ne?
ranzoomen auf kleinste Inhalte, ohne irgendwelche Sachen zu zeigen. Und ja, das ist so meine Vorstellung, wie man es machen kann in Zukunft. Und vielleicht, ja, nimmt man sich das ja zu Herzen, vielleicht aber auch nicht. Ich bin nicht zuständig fürs Marketing von Playa Games und deswegen ist das nicht mein Aufgabengebiet und ja, habe es trotzdem versucht, geil zu verpacken. Und da stehe ich auch weiterhin hinter. Und wenn Leaks irgendwo rauskommen und das überall schon bekannt ist, dann wisst es ihr von mir auch. Da möchte ich mir auch nicht den Mund verbieten lassen, weil wenn es eh schon überall draußen ist, dann kommt die auf mich irgendwann zu und sagt mir, ey, sag mal, hast du das und das schon gesehen? Ja, toll. Darf ich nichts zu sagen oder wie? Ne, ist halt Schwachsinn, kennt halt eh schon jeder. Also, unterm Strich ist wirklich Playa Games, passt auf eure Updates auf, liegt den ganzen Scheiß nicht überall, versucht da irgendwelche Software drauf zu programmieren, dass man das nicht rausfinden kann, ansonsten wird es immer wieder passieren. So, das ist das Schlusswort dazu. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren dazu da. Ich lese mir das Ganze sehr, sehr gerne durch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.